In dieser Folge widmen wir uns dem Spezialthema Pharma-IT. Wir sprechen darüber, wie maßgeschneiderte IT-Lösungen die Entwicklung, Herstellung und Überwachung von Medikamenten ermöglichen und absichern. Was genau verbirgt sich hinter dem Begriff Pharma-IT und wie unterscheidet sie sich von der IT anderer Branchen? Welche Rolle spielen dabei regulatorische Anforderungen und was ist mit GxP-Compliance gemeint? Herzlich willkommen zum Weekly Talk, dem Videopodcast der Innosoft AG. Schön, dass du mal wieder hier sitzt. Ja, ist wirklich schön. Danke für die Einladung. Wir sind ja heute zu dritt, ne? 2 Vorstände und ein Hündchen. Das Hündchen schläft. Pharma-IT oder sagt man besser Life Science? Ja, beide Begriffe haben sich etabliert. Life Science greift halt ein bisschen weiter, aber in Deutschland hat sich eher so der Begriff Pharma etabliert und international spricht man da eher von Life Science. Deine Rolle bei uns, die ist ja, sagen wir mal, sehr stark mit dem Thema Pharma-IT gekoppelt. Wie kam das? Sind wir da projekttechnisch reingerutscht. Ne? Das ist Ende der 90er Jahre war das, da haben wir damals noch über Microsoft sind wir eingestiegen in die gute alte, den Namen kann man ja ruhig nennen, die Höchst AG, ne? Also damals mit, ich glaube Exchange sind wir eingestiegen und dann kam... Initiiert hier oben über die Behringwerke. Genau, über Behringwerke dann bei Höchst, dann dieses Windows 2000 Projekt, dieses große und so sind wir halt quasi dann in die Pharmabranche gekommen und jetzt auch bei dem Kunden speziell nahtlos in all den Jahren, in allen Nachfolgefirmen über Projekte nach wie vor tätig. Wenn auf einer Party jemanden erklären müsstest, der keiner, also wir sagen ja immer, wir machen irgendwas mit Computern. Wenn du dem jetzt erklären müsstest, was das Besondere an so einer Pharma-IT oder Life Science-IT ist, wie würdest du das beschreiben? Die Produkte. Ne? Also das heißt, wir reden davon, dass da Medikamente hergestellt werden, die im Endeffekt über Leben und Tod entscheiden können. Also das ist kein Rasierapparat, den die herstellen. Und damit hat man natürlich besondere Anforderungen an die Produkte im Thema Qualität und auch Sicherheit dieser Produkte. Spielt ja auch Forschung und Entwicklung eine große Rolle? Absolut. Also das heißt, wenn man sich das anschaut, in den Branchen, ich glaube bei Pharma liegen wir im Schnitt bei ca. 15-20% Anteil, das, was ein Pharmakonzern in Forschung und Entwicklung investiert von dem Gesamtvolumen. Und das ist deutlich mehr als andere Branchen, die eher so zwischen 5-10% liegen. Ist dein IT tatsächlich integrierter? Ich kann mich noch an den Kollegen bei einem namhaften Automobilunternehmen erinnern, der sagte immer, da drüben sitzen die Office-Leute, wenn das Gebäude weggesprengt wird, dann ist egal, die Produktion läuft weiter, weil die IT in der Produktion halt etwas anders gestaltet ist. Ist das in der Pharmabranche auch so? Nein. Also das ist genau der Trend der letzten Jahre, der sich entwickelt hat. Ne? Das heißt also, wenn wir Personalized Medicine, das erfordert quasi, dass du vorne vom Markt bis hinten durch zur Produktion durchgängige Prozesse gestalten kannst. Das heißt, die Systeme und die Daten, die in einem Unternehmen sind, die müssen miteinander kommunizieren. Also es ist nicht mehr so, dass man sagt, das sind die da drüben, mit denen haben wir im Prinzip fast gar nichts zu tun. Das ist lange nicht mehr so. Das kann man sagen, ab der ersten Idee, wo man man hat ja noch gar keine Idee. Ne? Forschung und Entwicklung geht ja quasi erstmal ins Blaue, aber man weiß ja noch nicht so recht, in welche Richtung es gehen soll. Aber ab dem Moment sammelt man dann quasi Daten. Genau, das ist durchgängig von der Early, was man da halt Research nennt, wo wirklich frei geforscht wird, wo man Komponenten oder Wirkstoffe versucht zu finden. Da fängt man an, die Daten zu sammeln. Das zieht sich nachher durch bis ganz vorne im Vertrieb. Spielt dann dieser GxP-Begriff oder diese Regulatorik eine Rolle dabei? Absolut. Also das, was ich eben sagte, dieser besondere Anspruch an die Qualität der Produkte und an die Sicherheit, das Ganze ist in einem Regelwerk festgelegt. Das heißt, da gibt es Richtlinien, diese sogenannten GxP-Richtlinien, die mehr oder weniger einen Oberbegriff darstellen für die verschiedenen Disziplinen, also was GMP, also Good Manufacturing Practice, GCP, Good Clinical Practice. Also es ist ein Sammelsurium von Richtlinien und Best Practices, an die sich so ein Unternehmen zu halten hat. Wer hat die erstellt? Ist das dann getrieben durch die Regulatorik, also durch administrative bzw.
Aufsichtsbehörden oder ist das so ein Prozess aus der Industrie heraus gewesen, sich an diese Regularien quasi besser heranzunähern und das besser umzusetzen? Also die wesentlichen Treiber dafür sind wirklich tatsächlich die Behörden. Also gerade insbesondere die FDA, also die amerikanische Food Drug and Administration Behörde, und in Europa die EMA, die ja auch aus der Historie heraus, ne? Also wenn man da mal ein bisschen zurückkommt, wo kommt das Ganze her? Ne? Also die Älteren von uns erinnern sich vielleicht noch an Skandale in den 60er Jahren, der Contergan-Fall, ne, wo dann auch tatsächlich der Gesetzgeber und die Behörden gesagt haben, wir strenger und kontrollierter arbeiten, damit solche Dinge eben nicht passieren können. Und damit haben die Behörden, das sind so die wesentlichen Treiber hinter diesen Richtlinien, die einfach festlegen, das sind die Standards, die Prozesse, an die sich jemand zu halten hat, der eben Medikamente auf den Markt bringen will. Da spielt dann auch dieses validierte Computersysteme-Thema mit rein. Was ist damit? Also es sind ja alles Spezialbegriffe, die jeder Fahrer damit zu tun. Aber wie würde man das dann erklären? Was heißt ein validiertes System? Ein validiertes System ist im Prinzip, man dokumentiert, dass man diese Richtlinien eben befolgt hat. Das ist ein ganzheitlicher Prozess. Das heißt, wenn ich ein System in der Pharmabranche einführe, das beginnt ganz am Anfang, dass ich mir wirklich Gedanken darüber mache, in welcher Stelle des Gesamtprozesses einer Medikamentenentwicklung sitzt das, welche Kritikalität hat dieses System für die Qualität oder für die Entwicklung und Produktion von einem Arzneimittel. Und das nennt man dann das sogenannte Risk Assessment. Das heißt wirklich, das beginnt mit dem Planen eines solchen Systems bis nachher tatsächlich auch dem Außerbetrieb-nehmen. Also das ist auch ein Vorgang, den man... Spannender Punkt. Ja, aber was passiert mit den Daten? Ne? Das wird alles in diesen Richtlinien mit geregelt. Und die Validierung ist dann im Prinzip der dokumentierte Beweis, dass ein System, ich habe mir Gedanken drüber gemacht und das System macht genau das, was es soll, wofür es gedacht ist. Und das dokumentiere ich damit auch. Hat ja dann auch, wir kamen ja aus dieser Desktop-Standardisierungsecke, dass wir gesagt haben, bestimmte Zustände des Rechners sind dann auch eingefroren, validiert. Das heißt, wenn es dann darum gegangen ist, Updates oder Erweiterungen einzuspielen, musste man das quasi wieder neu dokumentieren, oder? Absolut. Das heißt, das bedeutet natürlich, Teil der Validierung ist natürlich auch dieser sogenannte Change-Prozess, dass man eben genau auch sicherstellt, wenn ich an dem System was ändere, dass es genau danach immer noch genau das tut, was es auch soll. Dann haben wir ja gerade letzte Woche mit Jens drüber gesprochen, dass es da namhafte Hersteller gibt, die im Cloud-Umfeld dann immer mal gerne Updates einspielen, also Veränderungen in den Oberflächen, in den Applikationen. Wie geht man dann in der Pharmabranche mit einem Cloud-getriebenen Ansatz um, wenn der Hersteller Veränderungen vornimmt, die jetzt quasi mal einen Prozess, ich will nicht sagen aushebeln, aber wo einfach Veränderungen eingespielt werden, die nicht validiert sind? Ja, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass solche Richtlinien nicht in Stein gemeißelt sind und auch Richtlinien sich entwickeln. Okay. Also da gibt es zum einen halt die für uns da wichtige GAMP-Richtlinie, Good Automation Manufacturing Practice, die ein Stück weit auch regelt, wie mit Applikationen oder wie mit diesen Dingen umgegangen wird. Und die ist beispielsweise jetzt in der Version 5.2 rausgekommen. Und da sind genau diese Themen adressiert. Das heißt, wie geht man mit Cloud um? Wie geht man mit agilen Ansätzen um? Wie geht man auch, und das ist natürlich auch ein großes Thema, mit dem Thema KI in der Pharmabranche um? Und das ist ganz klar, ne? Also die Pharmabranche ist ja keine Insel. Technologie entwickelt sich weiter. Also das heißt, Cloud-Service ist das, was du gesagt hast, Software as a Service, Plattform as a Service. Und da geht es wirklich darum, diesen Ansatz zusammen mit den Herstellern und Providern dieser Cloud-Lösung, weil die müssen auch bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Also die müssen zum Beispiel, nehmen wir Microsoft Azure, die diesen Service auch qualifiziert haben. Die haben eine ganze Menge an Prozessen, Dokumenten um ihre Azure Services gepackt, die es überhaupt ermöglichen und erlauben, dass ein Pharmakonzern das nutzen kann und ihre Prozesse, beim Prozess spricht man dann immer von der Validierung, bei Umgebung, Plattformen von Qualifizierung. Das ist eine notwendige Voraussetzung dafür, dass man das machen kann. Also da entwickelt sich Dinge auch weiter. Und das sind tatsächlich auch die Behörden, die da aktiv mit vorangehen, weil die das natürlich auch wissen und erkennen. Ohne jetzt das schon vorwegzunehmen, man hört so schön, wie du darüber sprichst, mit welchen Fachbegriffen oder mit welchen branchenspezifischen Begriffen du da operierst.
wie stark wir da in dieser Thematik drin sind, was ja irgendwie, wo wir nachher noch drüber sprechen werden, was ja ein Vorteil ist. Weil die Einstiegshürde, so in der Pharmabranche jetzt irgendwie tätig zu sein, ist ja schon relativ hoch, bis man sich überhaupt mit diesen ganzen Begrifflichkeiten auseinandersetzen kann. Oder dass man auch versteht, was damit gemeint ist. Kannst du mal ein Beispiel nennen, was passiert, wenn so ein IT-System nicht korrekt funktioniert? Ich glaube, wann haben wir vor 2 Wochen Grippeimpfungen in der Firma durchgeführt, wenn ich mir vorstelle, ne, in der Produktion, bei der Abfüllung der Grippeimpfstoffe wird ein Systemupdate gemacht, das dafür sorgt, dass sich die Zusammensetzung dieses Wirkstoffs ändert. Also da will ich gerne als derjenige, der geimpft hat, natürlich sehr, sehr, sehr oder sicher sein, dass das Unternehmen genau weiß, was es tut. Und der Punkt ist, diese Richtlinien, das ist ja nicht so, dass die Unternehmen sagen, okay, wir halten uns dran, sondern die Behörden, also sprich auch die FDA oder EMA, die kommen in die Unternehmen und sagen, okay, wir schauen uns das jetzt an, ob ihr diese Richtlinien befolgt. Das sind die sogenannten berühmten Audits, die bei den Unternehmen immer schon ein bisschen für ein Stresslevel sorgen. Und die gehen da rein und wenn die feststellen oder das Gefühl haben, dass hier nicht sauber gearbeitet wird, dass bestimmte Dinge nicht beachtet werden, dann kann es dazu führen, dass die dir die Produktion stilllegen oder ein Medikament vom Markt nehmen. Also diese Autorität haben die. Das heißt, das ist nicht irgendwie eine Richtlinie, wo ich sage, ach, finde ich ganz gut, ich halte mich dran, sondern das wird wirklich sehr, sehr streng kontrolliert und überwacht. Also macht es dann dem Unternehmen, also im Pharmaunternehmen, macht es dann auch leicht, einen Dienstleister zu haben, der in diesem Wording und in diesem Thema mitarbeiten kann. Jetzt gibt es aber große Player im Markt und es gibt kleine Player im Markt. Was ist denn jetzt sozusagen der Unterschied jetzt zu einem Spezialisten wie wir? Wir sind ja da wirklich spezialisiert und einem großen Player, der quasi über Menge, über Quantität eher operiert oder viele Menschen operiert, weil wir ja Spezialisten, Experten haben, die sich mit dem Thema eben auf einer anderen Ebene auseinandersetzen. Ja, da gefällt mir ein Gespräch mit einem Kunden, das ich vor, ich glaube schon ein Jahr her geführt habe, und der sagt, Markus, weißt du, das Gute bei euch ist, ich muss euch nicht erklären, was Pharmakovigilanz ist. Also das heißt, das, was uns ja stark macht oder was letztendlich auch ein Projekt erfolgreich macht, ist ja nicht irgendwie, dass ich jemanden habe, der fragt, okay, willst du es grün oder blau haben, sondern dass jemand mir hilft. Und das Erste, wenn ich jemandem helfen will, ich muss ihn verstehen. Und das heißt, die gleiche Sprache zu sprechen, zu wissen, von was er redet, ein Stück weit die Prozesse auch drüber hinaus zu kennen, weil unser Vorteil tatsächlich auch in den Unternehmen ist, dass wir nicht nur im Bereich klinische Forschung vielleicht unterwegs sind, wir sind auch in den Laboren unterwegs. Wir sind auch beim Manufacturing unterwegs, wir sind auch beim Vertrieb unterwegs. Das heißt, das ist ja ein Teil unserer Strategie, dass wir versuchen, mit nicht möglichst viele Kunden zu bedienen, sondern wir fokussieren uns auf Key-Kunden, die im Moment wirklich größtenteils aus der Pharmabranche sind und versuchen mit denen langfristige Partnerschaften zu machen. Das heißt, wir kennen dann nicht nur den ganzen Kontext Pharma, sondern wir kennen auch das Unternehmen ganz gut. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil, als wenn einer reinkommt und er sagt, okay, ich bin zwar unglaublich gut in Softwareentwicklung oder unglaublich gut, ne, ein Thema bei uns, die Power-Plattform, Microsoft. Da bin ich unglaublich gut drin, aber ich verstehe nicht, was du für ein Problem hast. Also verstehst du dann, und das ist halt der große Vorteil, denke ich, von uns. Hast du denn mal ein typisches Projektbeispiel? Also wenn man jetzt mal sozusagen, wenn man jetzt über das ganze große Ganze, wenn man jetzt mal in so ein Projekt reinspringt? Beispiel, wo man gut erkennt, wie gut die Expertise mittlerweile ist. Wir sind aktuell bei einem großen Kunden dabei, der große Restrukturierungen macht, der große Teile der klinischen Forschung auslagert an sogenannte CROs, also Clinical Research Organizations. Und da geht es jetzt wirklich darum, wie soll denn die zukünftige Systemlandschaft aussehen? Und da sind Leute von uns mit involviert, weil sie die ganzen Prozesse rund um klinische Studien, die ja natürlich auch reguliert sind, da kann ja nicht jeder machen, was er will, sondern da helfen wir mit, diese Systemlandschaft zu entwickeln und die Daten, wo sind welche Datenstandards brauchen wir, um das mit den CROs abzustimmen. Und das ähnlicher Kontext hatte ich ein Gespräch vor auch ein Jahr her und ein anderer Key-Kunde von uns genau das andere Problem hatte. Der wollte Daten von der CRO zurück. Und das ist dann wirklich interessant zu sehen. Ne? Der fragte dann an, können wir mal reden? Und dann einfach, wo der schon merkt, die Fragen, die du stellst. Ne? So der sagt, oh, guck mal da,
Also auch, wo es dann auch klar ist, ne, der weiß dann auch schon, okay, was ist das Oracle? Das wird dieses System sein, wo wollt ihr die Daten hin haben, Naviva, CTMS, und wo der das sofort merkt, oder. Also das heißt, ich rede dann ganz schnell auf Augenhöhe und das ist halt ein großer Vorteil. Aber es ist ja auch viel Dynamik in dem Markt. Ne? Es passiert und verändert sich viel und das macht es ja irgendwie auch spannend. Es ist irgendwie viel interessanter, als, wie soll man sagen, die 200. Aktenablage von links nach rechts zu drehen. Also da ist viel, viel mehr Dynamik in dieser Branche. Und da ist zum Beispiel ein anderes konkretes Beispiel, wo wir auch aktuell gerade involviert sind. Wir haben ja jetzt vor einiger Zeit das sogenannte Center of Excellence bei einem unserer. Großartiger Begriff. Ja, aber ich meine, da geht es wirklich darum, der zentrale Dienstleister in diesem Unternehmen, der eben diese Microsoft Power Plattform mit all ihren Tools und Werkzeugen, die ja wirklich, also im Sinne der Strategie, die viele Unternehmen haben, die Low-Code-Plattformen einsetzen. Und da sind wir gerade dabei, diese ja unbestritten großen Vorteile von so einer Plattform eben auch, wie muss ich das tun, um da beispielsweise auch GXP-Applikationen mit betreiben zu können. Und da sind wir aktuell, machen wir ein Projekt, wo wir zusammen mit der IT, zusammen mit der Quality-Abteilung des Unternehmens wirklich alles rundherum definieren, um am Ende sagen zu können, okay, hier können wir auch GXP-Applikationen betreiben. Und zwar so, dass wir selbst als Unternehmen ein gutes Gefühl haben und auch die Behörde sagt, okay, das passt. Also ihr seht uns hier mit stolzer Brust sitzen, weil das war auch das allererste Mal in der Geschichte, dass wir von einem großen Dienstleister auf einen kleineren, also auf uns, wie sagt man, transformiert haben oder übergeben haben. Normalerweise ist es ja so, dass ein großer Dienstleister die Arbeit von uns übernimmt, aber das war das allererste Mal, dass es umgekehrt war. Schön. Ja, das war, wow, macht da großen Spaß. Und das ist auch ein gutes Beispiel, wo man wirklich jetzt im Querschnitt alle Funktionen eines Pharmakonzerns mit Services bedient. Ja. Und da hat sich auch schon wirklich gezeigt und das, was die Gegenstelle merkt jetzt in dem Übergang, mit den Leuten, mit denen ich dort rede, ne, also die verstehen mich und geben mir Impulse und Anregungen, wie man vielleicht auch den Prozess besser gestalten kann. Wenn man aber sich betrachtet, wie lange wir jetzt in der Thematik drin sind, in der Branche drin sind, wie lange es gebraucht hat, bis wir auch alles so verstanden haben, wie diese Branche funktioniert, kann man sagen, die ersten 10 Jahre waren die Lernkurve und jetzt kann man so ein bisschen die Ernte einfahren, oder? Wenn du jetzt mal technologisch nach vorne schaust, was ist denn das, was die Pharma-IT oder das, was jetzt quasi, was auf die Pharmabranche zukommt? Welches große Thema jetzt? Ja, sicher KI, aber was heißt das im Konkreten, was da jetzt sozusagen zu erwarten ist aus deiner Sicht? Also KI ist natürlich im Moment ein Hype-Thema auch in der Pharmaindustrie und da gibt es auch wirklich gute Einsatzmöglichkeiten. Also nehmen wir als Beispiel Early Research. Also wo ich identifizieren will, irgendwelche chemischen Strukturen, die vielleicht bestimmte Wirkungen haben. Und da kommen wir auch wieder darum, mit den Systemen, wann fange ich an, Daten zu sammeln. Die Unternehmen sammeln ja, die haben Unmengen an Daten über Experimente, da wo wir auch in den Laboren unterwegs sind, wo wir so sogenannte ELN-Systeme betreiben, wo dann halt Daten drinstecken. Und wenn ich jetzt da mit Algorithmik und KI-Methoden eben diesen Prozess viel, viel schneller und effizienter gestalten kann. Ich war letztens auf einer Konferenz, wo einer das vorgestellt hat, ich glaube, war auch ein großer Pharmakonzern, der gezeigt hat, wie viel schneller sie mit KI-Methoden sind, um tatsächlich Kandidaten zu identifizieren, wo man sagt, okay, mit denen macht es Sinn, den nächsten Schritt zu gehen. Anderes Thema fand ich auch sehr spannend, im Bereich der klinischen Studien. Wie kann ich das ein Stück weit effizienter gestalten oder wie kann ich KI-Methoden benutzen, um das zu tun? Und da geht es dann halt, man hat ja zum einen halt eine Placebo-Gruppe und dann eine, wo ich den Wirkstoff verabreiche. Und da war das Beispiel, dass die halt mit KI-Methoden eben den ganzen Placebo-Teil mit abdecken, weil die Datenlage wirklich so gut ist, dass man sagen kann, okay, diese Krankheit wird sich so weiter entwickeln, wenn ich eben also nicht unser Medikament gebe. Und das ist schon wirklich spannend und das hat natürlich riesige Anforderungen. Wenn du jetzt an einen potenziellen Kunden, an einen Experten oder einen Repräsentanten aus der Pharmaindustrie, der sich jetzt quasi dieses Gespräch anhört, was sollte der mitnehmen? Was ist das Entscheidende, wo du sagen würdest, hey, das zeichnet uns aus? Ja, ich bin ja von Hause aus Mathematiker. Ich würde sagen,
technische Expertise allein reicht nicht. Also der Mathematiker würde sagen, das ist eine notwendige Voraussetzung, aber nicht hinreichend. Das ist eben das, was ich vorhin schon mal angedeutet habe. Das heißt, das wirkliche Verstehen der Probleme, das auf Augenhöhe mit dem Kunden zusammen an einer Optimierung oder einer Problemlösung zu arbeiten. Die Technologie, das ist das absolute Fundament. Das musst du können. Und das unterscheidet uns auch, denke ich, von vielen anderen Dienstleistern, dass wir eben von dem Prozessverständnis bis zur Technologie eben hohe Expertisen haben. Wie hast du neulich das Beispiel von Hans Bernd, der auf eine Viva-Tabelle oder was drauf geguckt hat? Und das sieht der, da stimmen die Daten nicht. Und das heißt ja, also da guckst du drauf, verstehe ich nur Bahnhof. was mich ja insgesamt eigentlich fasziniert, wenn man mal so auf das Thema Zertifizierung schaut, dass wir quasi eigentlich, wir haben weder eine ISO, wir sind relativ zertifizierungsschwach, obwohl wir eine hohe Expertise haben. Fangen aber jetzt so ein bisschen an in dieses, wie soll man sagen, ISO und Normen und Thema einzusteigen. Und da gibt es ja schon sehr, sehr viele Berührungspunkte, wenn man im Bereich der Medizinprodukte, wo wir auch unterwegs sind, wenn man das mit Pharma vergleicht. Um nicht zu sagen, diese IEC 81001, mit der wir uns jetzt gerade beschäftigen, wo es ja um das Thema Cybersecurity und Computersicherheit, wenn man dann sieht, welche Anforderungen da an uns gestellt werden und guckt sich an, wie wir im Laufe der Jahre unsere Prozesse nicht zuletzt durch die Pharma-Anforderungen angepasst, optimiert haben, dann fällt es relativ leicht, dann so eine Zertifizierung anzugehen. Und das ist dann wiederum so spannend, wenn man merkt, dass eine Branche einen auch prägt. Das ist so, genau. Ne? Und man mit diesen ganzen Abhängigkeiten sowieso irgendwie vertraut ist. Also das ist total spannend. Was will ich damit sagen? Wir sind da, glaube ich, schon insgesamt gut unterwegs und manchmal merkt man gar nicht so sehr, wie gut man unterwegs ist, weil man eben geprägt ist durch die Arbeit und sich dann einfach im Laufe der Jahre immer weiter auch angepasst hat. Ja, das ist auch letztendlich ein spannendes Umfeld. Ich meine, neben Pharma, deswegen kann man es ja auch weiterhin. Also ich meine, ein anderer großer Kunde von uns seit über 15 Jahren, glaube ich. Doch. Ein japanischer großer Konzern, der Medizingeräte herstellt. Und allein das, was du sagst, die Prozesse, die wir dort in dem Entwicklungsprojekt etabliert haben, um eben sicherzustellen, also wir reden hier um Geräte, die auch quasi auf Intensivstationen stehen. Ja. Also das heißt, der Qualitätsstandard da ist schon extrem hoch. Ja, man merkt es dann irgendwie nicht. Ne? Also man entwickelt und baut gute Software und alles läuft gut und die Update-Prozesse und alles. Und dann kommt dann so eine Regel wie diese IEC und dann schaut man sich an, was man da alles erfüllen muss und dann denkt man, naja, 90% haben wir ja sowieso im Griff. Sehr spannendes Thema, Markus. Super. Vielen Dank. Gerne. Dann vielen Dank für Ihre Zeit. Bleiben Sie gesund und uns gewogen und bis zum nächsten Mal.